Hallo und herzlich willkommen bei NForce Tech TV, der digitalen Plattform für die NForce Tech in Nürnberg. Ich bin hier bei Diehl Defense zusammen mit dem Alex. Alex, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Max. Wer Diehl Defense noch nicht kennt oder wem das kein Begriff ist, der Alex erzählt kurz was über das Firmenportfolio und los geht's. Ja, sehr gerne. Also Diehl Defense, ein Familienunternehmen mit 3 Hauptstandorten in Überlingen, Röthenbach, hier in der Nähe von Nürnberg und Mariode-Marsberg. Heute sind wir auf NForce Tech in Nürnberg, da haben wir vor allem unser Produktportfolio hier aus Röthenbach dabei. Die meisten Leute kennen ja Diehl Defense eher aus dem Bereich Luftverteidigungssysteme, das war ja auch viel in den Nachrichten in letzter Zeit. Heute haben wir ein paar andere Sachen mit dabei, einmal in Richtung Drohnenabwehr, wo wir nachher noch was sehen werden, Munition, Verpackungssysteme und autonomes Fahren. Dann steigen wir direkt ein, natürlich mit dem Ziesel, eines der neuesten Produkte, die Diehl Defense auf den Markt bringen wird. Legen wir los. Ja, sehr gerne. Der Ziesel ist ein unbemanntes Infanterieunterstützungsfahrzeug, quasi ein Gepäckträger für die schwere Infanterie oder auch leichte Infanterie, aber gerade für die schwere Infanterie haben wir es in den letzten Jahren ganz viel getestet mit der Bundeswehr. Die schwere Infanterie hat das große Problem, dass sie 75 Kilogramm oder mehr tragen müssen pro Person. Und der Ziesel soll da quasi die Belastung vom Soldaten ein bisschen abnehmen. Dafür sorgen, dass der Soldat sich auch wieder schneller bewegen kann, weil teilweise kommen die Soldaten völlig erschöpft zum Einsatz dann an erst. Und mit dem Ziesel können wir 500 Kilogramm transportieren bei 350 Kilogramm Eigengewicht. Also wir können mehr als das Eigengewicht transportieren, das ist schon mal sehr gut. Können dann die schweren Sachen tragen, wie die Krammerwa, Maschinengewehr. Das ist so summa summarum, was nimmt der Ziesel dann, also für wie viele Personen nimmt der Ziesel auf, also an Ausrüstung? Genau, operiert normalerweise bisher bei den Tests in der Halbgruppe, also für 4 bis 5 Soldaten, so dass die nur noch mit ihrem leichten Marschgepäck marschieren müssen, dementsprechend deutlich schneller. Und der Ziesel nimmt ihnen auch Arbeit insofern ab, als dass er vollautonom folgen kann. Also wir müssen nicht die ganze Zeit mit einem Bediengerät daneben stehen und teleoperiert fahren, sondern der Soldat kann sich aufgrund der hohen Autonomie des Fahrzeugs um seine eigentlichen Aufgaben kümmern. Heißt Umgebung beobachten und wenn es sein muss, auch kämpfen. Über welche Plattform wird der Ziesel dann konfiguriert, dass er autonom folgen kann? Der Soldat hat 2 Möglichkeiten. Die erste ist ein Einhandbediengerät. Dadurch hat er die andere Hand frei. Wenn er jetzt auch Non-Line of Sight fahren möchte, also teleoperiert fahren möchte über Kamerabild, dann gibt es ein Ruggedized Tablet, mit dem er fahren kann, wo wir auch ein Kamerabild angezeigt bekommen haben. Dritte Variante, das wird aber noch ein paar Jährchen dauern, ist eine Gestensteuerung, dass er tatsächlich über die Kamera winken kann, Handzeichen geben kann, gemäß den militärischen Vorgaben, Handbüchern, dass das Fahrzeug dann auch das tut. Aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. Ist er grundsätzlich mit der Kameraausstattung, die er jetzt hat, dazu schon in der Lage oder müsst ihr da dann kameratechnisch auffahren? Also mehr? Grundsätzlich schon. Also die Kamera beinhaltet eine Erkennung der Person. Damit folgt er ja auch der Person. Also wir folgen komplett frei von GPS und aktiver Sensorik, rein kamerabasiert. Dort ist dann eine sogenannte KI-Personenerkennung drin. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff heutzutage. Genau, die kann auch die Gesten dann wahrnehmen über die Bewegung der Hand und des Arms. Du hast schon angesprochen, welche Konfiguration sehen wir jetzt hier? Ist das das Basismodell oder kann man von einem Basismodell sprechen? In gewisser Weise schon. Das ist jetzt die Logistikvariante, wie man sieht anhand der ganzen Kisten. Wie gesagt, das nimmt vor allen Dingen die Traglast weg. Wir haben aber drüben in der Halle 7 bei der Firma Medizintechnik Meyer noch eine ganz ähnliche Variante stehen, aber dort als Medivac-Variante aufgestanden. Also zum Verwundetentransport direkt vorne an der Front. Ist der Ziesel dafür ausgelegt, dass er ein Waffensystem trägt, also das vom Ziesel abfeuerbar ist oder bedienbar ist? Genau, das ist eins der zukünftigen Themen natürlich, ne, gerade für den Soldaten auch. Was ist mit dem Thema Kampf? Das ist gewiss ein Thema, das wir uns in Zukunft ansehen werden. Aktuell haben wir es noch nicht getestet, inwiefern auch eine bewaffnungsfähig ist, weil es einfach auch in der Richtung noch gar keine Forderung gibt. Was haben wir für eine Maximalgeschwindigkeit? Also von was muss ich ausgehen, wenn er jetzt mit dem Trupp unterwegs ist? Ist das normale Laufgeschwindigkeit oder auf was lässt man sich ein? Genau, also der Ziesel schafft 20 km/h Spitze und wir haben noch keinen Soldaten gefunden, der ihm weglaufen konnte. Also auf jeden Fall ziemlich interessantes Produkt von der Firma Diehl und wird in Zukunft vermutlich dem ein oder anderen Soldaten draußen im Feld die Rückenschmerzen hoffentlich komplett wegnehmen.
Die Firma Diehl ist natürlich in vielen Bereichen tätig und in denselbigen natürlich auch spezialisiert. Ich habe mir hier den nächsten Alex gegriffen, der erzählt uns was über den Terrier. Hi Alex. Hallo, grüß dich. Und legen wir los. Genau. Der Terrier ist ein System, welches wir relativ neu im Programm haben, was unsere Lösung ist für die Fliegerabwehr, wenn man will. Ein Selbstschutzsystem für leichte Kräfte auf leichten Plattformen, um sich gegen läuterige Munition und Drohnen schützen zu können. Im Wesentlichen besteht es im Kern aus einer Waffenstation, hier von der Firma EOS, unser Partner. Es besteht aus einer passiven Sensorik für die Erstdetektion der Bedrohung, einem Software-Stack, der dann die Bedrohung identifiziert, automatisch an die Waffenstation übergibt und nach Entscheidung des Benutzers dann natürlich auch sofort bekämpft. Das heißt, die erste Stufe für den Laien jetzt erklärt, ist so, die erste Stufe nimmt, da ist was. Die zweite entscheidet, ist das eine Bedrohung für das Fahrzeug oder für die Truppe. Und die dritte bekämpft. Korrekt. Also wir haben im Endeffekt eine Detektion, die eine potenzielle Bedrohung anzeigt. Der Operator übernimmt dieses dann in die Waffenstation. Durch die hochauflösende Sensorik der Waffenstation, die automatisch einschwenkt, kann das Ziel identifiziert werden. Und wenn es durch den Operator halt als Bedrohung identifiziert wird, kann es automatisch mit dem Abzug bekämpft werden, da das System durch das Tracking automatisch der Bedrohung permanent folgt. Aber der Terrier bekämpft nicht autonom. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn der Operator die Bedrohung identifiziert und es macht eine Freigabe, würde das System das autonom bekämpfen? Nein, also hier bei uns ist immer wichtig, wir versuchen den Operator so weit wie möglich aus dem ganzen System rauszunehmen, dass gerade das Thema Ausbildung nicht so eine große Rolle spielt. Aber zwei Sachen sind immer wichtig. Der Operator muss das Ziel identifizieren, also er ist dafür verantwortlich zu wissen, was er bekämpft, und er betätigt einen Abzug am Ende des Tages. Das ist kein Software im Bereich des Abzugs dann. Von welcher Schlag oder von welcher Firepower sprechen wir hier? Also es gibt verschiedene Waffenstationen. Wir haben jetzt hier die mittlere, die R400. Die kann von einem kleinen 5,56er Kaliber, hier jetzt gezeigt mit einer Dillon, mit einem MG6, bis hin zu einer 30 mm Kanone, einer kurzen 30x113, inklusive Stinger-Raketen tragen. Draußen im Enforce Tech Village zeigen wir es auf einem kompakten Polaris, den wir letztes Jahr auf dem Stand haben. Da ist die R150, die ist baugleich, gleiche Sensorik, gleiche Fähigkeiten. Einzig, da ist bei dem Thema MG6 12,7 und 40 mm gewichtsbedingt Schluss. Okay, das wollte ich jetzt gerade, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo seid ihr gewichtstechnisch, also wo ist die maximale Auslastung, auch was die Munition betrifft? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein höheres Kaliber aufstocke, ist das die Ammo Source oder die Box, ist das immer das, was ihr habt, oder könnt ihr auch aufstocken? Wir können aufstocken. Hier ist eine kleinere Ammo Source drauf. Für das MG6 gibt es eine 3000 Schuss Kiste, die ist nochmal deutlich größer, die ist fast so groß wie die gesamte Waffe. Also normalerweise ist es eher so, da wir gerade im Bereich von leichten Kräften unsere Produkte platzieren wollen, ist es eher so, dass die Fahrzeuge der limitierende Faktor sind. Wie bei ungepanzerten Transportfahrzeugen, die halt eine recht niedrige Dachlast haben, dementsprechend leichtere Waffenstationen, die natürlich auch die Reichweite im Endeffekt definieren. Das heißt, wenn ich aber die Plattform etwas stabiler wähle, das heißt, ihr seid ja modular einsetzbar, das heißt, ich könnte das auch auf ein schwereres Fahrzeug mit höherer Traglast bauen, um einfach die Firepower zu erhöhen. Ja, selbstverständlich. Also es gibt Lösungen da von unserem Partner bis zu einer großen 30 mm Kanone, wo dann natürlich ganz andere Dachlast und andere, sagen wir mal, Energieeinwirkungen natürlich aufs Fahrzeug relevant werden. Aber ansonsten versuchen wir uns eigentlich von dem Gesamtkonzept immer auf die leichten, die spezialisierten Spezialkräfte oder halt Unterstützungskräfte, Transportfahrzeuge etc. zu fokussieren. Bei der visuellen Aufklärungstechnik im Terrier, von was sprechen wir da? Ist das reine Nachtsicht, Thermal oder alles State of the Art? Ist das, was weil gesagt, es gibt ja viele Lösungen. Wir haben eigene Lösungen, die rein visuell sind, also IR, Thermalkameras. Wir arbeiten aber genauso mit Akustik. Also das ist sozusagen recht modular gehalten, sowohl auf der Waffenseite als auch auf der Sensorseite. Kommt immer darauf an, wie das Szenario sich genau darstellt. Genau. Wir versuchen halt, soweit es geht, auf aktive Sensoren zu verzichten, um halt den Operator oder das Fahrzeug selber nicht einer Bedrohung auszusetzen, dass man leicht zu detektieren wäre. Also es ist beliebig erweiterbar, was die Sensorik betrifft und die Aufnahme von potenziellen Gefahren für die
Bediener des Fahrzeugs. Richtig, also man könnte theoretisch in das System auch ein komplettes Radar integrieren. Wobei uns eigentlich eher wichtig ist, dass wir auf der C2, auf der Battle Management Ebene, dort eine Integration hinbekommen in höhere, Schichten der Flugabwehr, um dort frühzeitig sozusagen dann die Voreinweisung zu bekommen, um die Plattform halt nicht unnötig aufzubauen. Wir versuchen es so einfach und so simpel wie möglich zu halten. Zu guter Letzt Schulungszeit an dem System, also bis der Operator wirklich einsatzbereit am Gerät ist. Für die Waffenstation, also der größte Schulungsaufwand ist eigentlich die Waffenstation in ihrem normalen Einsatz, also ohne die Drohnenabwehrunterstützung, so eine Woche, Vollzeit. Okay, das heißt, dann aber mit ohne jegliche Vorkenntnis oder? Also einfacher Soldat, der hat noch nie eine Waffenstation bedient, eine Woche. Vollzeit und er ist in der Lage, das System zu bedienen. Exakt. Wie ihr bereits im Hintergrund und am ganzen Stand seht, arbeitet die Firma Diehl immer am Puls der Zeit, auch mit den Materialien und den Verfahren, die es auf dem Markt gibt. Ihr seht hier im Hintergrund ein neues Panzerabwehrsystem, genannt die Libelle. Da erzählt uns der Alex was drüber. Genau, Libelle ist eine Eigenentwicklung bei uns in der Firma Diehl, hat eigentlich einen speziellen Fokus, nämlich modernste Kampfpanzer bekämpfen zu können. Warum sind wir auf den Airframe gegangen, auf eine Airframe-Lösung gegangen? Unser Ziel war es, neben der Bekämpfung des Kampfpanzers an und für sich auch den Soldaten zu schützen. Das heißt, normale Schulterwaffen haben immer das Problem, ich brauche eine Sichtverbindung, ich muss an den Panzer ran, frisst alles Zeit. Wir versuchen damit eine Lösung hinzubringen, wo wir auf bis zu 6 Kilometer Panzer bekämpfen können in einer Gewichtsklasse, wo sonst Schulterwaffen rangieren und das auch mit Kampfpanzern, die aktive Schutzsysteme haben, das heißt Gegenmaßnahmen gegen anfliegende Bedrohungen. Du hast jetzt natürlich angesprochen, den Schutz des Soldaten. Das heißt, der Soldat an sich muss nicht mehr so weit ans Objekt ran. Ihr habt natürlich aber mit der Reichweite, schafft ihr auch noch einen weiteren Punkt der Aufklärung natürlich. Ja. Oder Genau. ist natürlich ein Punkt, der automatisch mit dazukommt, wenn ich das Ding auf die Reise schicke. Absolut. Also die Libelle ist eigentlich, sagen wir, bei uns im Haus ein Digital Native, würde ich sagen, als Effektor. Der wurde vom Grund auf designt, um in der digitalen Welt mitzuarbeiten. Das heißt, hier ist ein Companion-Computer, ein KI-Rechner mit drin. Wir haben Sensorik und bei uns gehen keine Daten verloren. Alles, was während des Anfluges dokumentiert wird, wird verarbeitet und natürlich in übergeordnete Battle-Management-Systeme wie Zielmeldung etc. mit eingebracht. Was macht es dann, wenn es am Zielort angekommen ist? Also vor was muss der Gegner Angst haben? Genau. Also der Kern ist im unteren Bereich, das Wirkteil, das ist eher unüblich für die Effektoren. Wir nutzen hier eine projektilbildende Ladung. Das heißt, im unteren Bereich ist eine Einlage aus Tantal, eine runde Scheibe. Und das System selber zündet ca. 50 bis 100 Meter über dem Ziel, das ist so die Range, wo es sich wohlfühlt. Und nach der Zündung wird aus einer runden Tantalscheibe im Endeffekt ein kinetischer Penetrator geformt, der dann mit fast 2000 Meter pro Sekunde hochpräzise auf den gewählten Zielpunkt zufliegt und den Kampfpanzer genau dort bekämpft, wo es der Soldat vorher ausgewählt hat. Also wir sprechen wirklich davon, Punkt ausgewählt. Das heißt, wie der Alex schon gesagt hat, der Operator oder der die Libelle bedient, entscheidet, wo das Projektil treffen soll. Das ist jetzt kein Guess who's hidden, sondern es ist wirklich so, wenn die Vorderluke oder die Luke des Turms oder was auch immer getroffen werden will, wird es auch getroffen, weil das Ding einfach hochpräzise arbeiten kann und einfach gezielt diesen Bolzen verschießen kann. Exakt. Die Präzision kommt zum einen durch natürlich die Eigenpräzision des Wirkteils, aber wie ich gesagt habe, ist es ein Digital Native. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Schützenassistenzsystemen drin. Das soll heißen, sobald der Operator das Ziel einmal über die Tagsichtkameras, über die Air-Kameras in seinem Display hat, wählt er den Zielpunkt aus und wenn er die Bekämpfung bestätigt, ab dem Zeitpunkt kann das Ziel links fahren, rechts fahren, Haken schlagen. Das System wird sich automatisch über das Ziel setzen, das Wirkteil ausrichten und im richtigen Moment zünden. Es wird sozusagen visuell getrackt von dem Waffenleitstand. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn der erste noch nicht gereicht hat, schicke ich den nächsten auf die Reise und richtig. Also die nächste Libelle aufs Ziel aus sozusagen. Richtig, das ist genau unser Ansatz. Dadurch, ähnlich wie bei der Waffenstation, ist alles softwarezentriert. Das heißt, unsere gesamte Steuerung ist eigentlich App-basiert. Wir brauchen keine Ground Control Station, wir brauchen keine Sticks dafür. Versuchen, wie bei der Waffenstation, wie beim Terrier, den Soldaten weitestgehend zu entlasten. Das heißt,
Er muss natürlich diese Libelle für einen abgesessenen Einsatz aus dem Rucksack auspacken und die erste Sicherung entsichern. Aber ab dem Zeitpunkt nur noch das Ziel grob zuweisen und über dem Ziel das Ziel nur noch identifizieren und die Bekämpfung bestätigen, um halt das ganze Thema Ausbildung möglichst zu reduzieren und Stressresistenz auch zu schaffen für den ganzen Prozessablauf am Ende des Tages. Wen jetzt der Ausdruck Rucksack etwas verwirrt hat, das kommt natürlich nicht aus dem Rucksack, den der Soldat auf dem Rücken hat, sondern das schauen wir uns gleich direkt in den Close-Ups nochmal an. Und zwar handelt es sich hier um die Abschussvorrichtung der Libelle sozusagen. Genau, also als Rucksacklösung nutzen wir zurzeit hier auf der Messe gezeigt von Lindenhof ein Lastentragesystem, weil die Libellen an und für sich keinen eigenen Startbehälter brauchen. Das soll heißen, ich kann sie aus dem Rucksack nehmen, stelle sie senkrecht hin, sie hat Rotoren, fliegt von allein los. Wir haben jetzt hier einen recht kompakten Airframe genutzt, weil wir damit wirklich in jedem Wald, auf jeder Waldlichtung, in jeder Lage starten können, in Häusern etc. Für andere Anwendungen im Bereich Kfz gibt es natürlich modulare Startvorrichtungen, die dann das System elektrisch nach oben heben und es kann auch von alleine dann starten. Also habe natürlich ich wieder Blödsinn erzählt, denn es kann tatsächlich aus einem Rucksack entnommen und direkt auf die Reise geschickt werden. Wie der Alex gesagt hat, das Produkt, das dafür ausgewählt wurde, kommt von der Firma Lindenhof Taktik und verrichtet wahrscheinlich tadellos seinen Dienst. Hervorragend, ich kann mich nicht beklagen. Wenn die Libelle ihr Pulver verschossen hat, ist sie dann nochmal einsatzfähig oder ist es ein Verschleißteil? Genau, das ist eine reine Munition, genauso ist sie konzipiert. Also es ist ein One-Way-Produkt. Sozusagen, okay. Wenn der Gefechtskopf umgesetzt hat, ist das System dahin. Hat aber auch mit der Kommunikation zu tun, da ja gerade solche Systeme heutzutage sehr, sehr schwer Jamming und elektrischen Kampf ausgesetzt sind, fliegen wir das System mit einer eigenen Technologie mit Glasfaserkabel, um komplett störresistent zu sein. Das ist natürlich auch eine Einweglösung am Ende des Tages. Natürlich auch bei dem Vorgang, beim Abschussvorgang hast du natürlich auch einen gewissen Impact auf das Gerät. Genau. Oder beeinträchtigt der, also wäre jetzt theoretisch die Libelle noch als Aufklärungsmodul nach dem Abschuss nutzbar oder geht sie wirklich offline? Nein, also das geht wirklich offline im wahrsten Sinne des Wortes, weil die größte Herausforderung, das ganze System wurde um den Gefechtskopf gebaut. Der Gefechtskopf wiegt mehrere Kilo, also das ist eine ganz andere Hausnummer als in normalen Flugkörpern. Hier ist danach von dem System nichts mehr übrig. Die fällt einfach runter sozusagen. Da findet man nichts mehr, genau. Okay. Zu guter Letzt, auch wie beim Terrier, wie sieht es mit der Schulungszeit auf dem System aus? Für die Ausbildung hier denken wir auch in der Richtung von einer Woche. Hier ist die Ausbildung etwas gestaffelter, das heißt, man kann von digitalen Indoor-Trainern über Outdoor-Trainer in Gefechtsszenarien mit Lasereffektoren, ähnlich wie es die Bundeswehr im Actus-System nutzt, üben, bis hin zum scharfen Schuss. Das ist natürlich ein stufenweiser Aufbau, um das Vertrauen in das System auch zu gewinnen. Was die Zieleinrichtung, das funktioniert im Prinzip genauso wie beim Terrier auch. Das heißt, rein visuell, ich klicke was an, sie wird nicht, oder spürt sie selbst auch eine Bedrohung auf? Nein. Oder geht es nach einer Hitzesignatur oder dergleichen? Wir haben natürlich, ist ein Digital Native mit einem KI-Rechner drin. Das heißt, es sind natürlich Algorithmen drin, die Ziele während des Fluges über die Kameras detektieren können. Ganz normale KI-Detektion. Gleichwohl ist es nur ein Schützenassistenzsystem. Das heißt, das System bietet dann dem Bediener im Bild mögliche Detektionen an, würde aber nie automatisch irgendwas machen. Der Bediener würde danach das Ziel auswählen müssen, Mission ändern und danach könnte der dort einsetzen. Ja, das war's hier von der Firma Diehl Defense. Ich bedanke mich bei den ganzen Leuten hier am Stand, die so super mitgemacht haben. Wenn euch noch irgendwas interessiert, dann schreibt uns in die Kommentare und schaut auf jeden Fall auf der Seite von Diehl Defense vorbei für weitere Informationen zu den einzelnen Systemen. Das war's von uns. Ciao, ciao.